Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. Heute machen wir ein ganz scharfes Gericht aus der berühmten Sichuan-Küche, gebrühtes Schweinefleisch mit Gemüse. Taschentuch und Milch schon mal zur Seite legen, na dann los! Schweinerücken ist für das Rezept eine gute Auswahl. Zuerst das überschüssige Fett entfernen. Dann das Stück Fleisch halbieren. In dünne Scheiben schneiden. Die Fleischscheiben im Wasser spülen und auspressen. Ein Eiweiß bereitstellen. Jetzt das Fleisch marinieren. Wenig Salz und Pfeffer, ein Esslöffel Reiswein und ein Eiweiß gut miteinander vermengen. 2 Teelöffel Stärke unterrühren. Noch ein Esslöffel Sesamöl dazu, kurz ziehen lassen. Pak Choi in grobe Stücke schneiden. 3 Lochzwiebeln, eine in grobe Stücke schneiden, eine in Scheiben schneiden, eine fein hacken, Ingwer in Scheiben schneiden, 3 Knoblauchzehen zerdrücken, 2 Knoblauchzehen fein hacken. Mungobohnensprossen mehrmals gründlich waschen. 10 Gramm Sichuanpfeffer und 6 getrocknete Chilischoten bereitstellen. Mit 2 Teelöffeln Stärke und 60 ml Wasser machen wir die Stärke-Wassermischung. Ganz wenig Öl in die Pfanne. Sichuanpfeffer und Chilischoten bei mittlerer Hitze rösten. Und abkühlen lassen. Ein Schuss Öl in die heiße Pfanne. Lauchzwiebelscheiben anschwitzen. Mungobohnensprossen in die Pfanne geben, 2 Minuten braten. Pak Choi auch dazu geben, kurz braten. Wenig Salz rein, gut rühren. Dann in eine große Schüssel für Servieren vorbereiten. Die Gewürzmischung grob mahlen. Nochmal ein Schuss Öl in die heiße Pfanne. Ein Esslöffel Pixian Sojapasta scharf anbraten. Lauchzwiebelstücke und Ingwerscheiben anschwitzen. Ein Schuss Reiswein zum Ablöschen. 500 ml Wasser hineingeben. Ein Esslöffel Maggi-Würze, 1 Teelöffel Zucker dazu. Lauchzwiebelstücke und Ingwerscheiben ausfiltern. Das Fleisch in die Brühe geben und aufkochen. Die Stärke-Wassermischung anrühren, gut kochen. Das Fleisch auf die Gemüse verteilen. Die Brühe dazugeben.
die Gewürzemischung draufstreuen. Gehackte Knoblauch und Lauchzwiebel ebenso. Wieder ein Schuss Öl in die heiße Pfanne. Ein bisschen Sesamöl dazugeben. Wenn das Öl richtig heiß ist, auf das Gericht übergießen. Wie das duftet! Wenn man sehr scharfe Gerichte aus der Sichuan-Küche isst, sieht es wie bei Heulen aus. Was hilft? Milch. Okay, wie scharf oder überhaupt scharf, eure Wahl. Bis bald!